Kommunikation ist ein grundlegender Aspekt unseres Alltags. Wenn wir mit unserer Familie oder Kollegen sprechen, telefonieren oder eine E-Mail schreiben, kommunizieren wir. Doch wie läuft das genau ab? In diesem Video möchte ich mich genau dieser Frage widmen und einen Blick auf das Sender-Empfänger-Modell werfen, welches den Prozess der Kommunikation verdeutlicht. Um zu kommunizieren, braucht es zunächst einen Sender. Der Sender ist die Person, die eine Nachricht an den Empfänger übermitteln möchte. Dazu kodiert er die Information in ein Medium, zum Beispiel in Sprache. Diese wird dann an den Empfänger übertragen. Die Nachricht kann dabei von bestimmter Mimik oder Gestik begleitet werden. Diese helfen dem Empfänger dabei, die Nachricht richtig zu interpretieren und zu entschlüsseln. Im Normalfall dekodiert der Empfänger die Nachricht korrekt und kann darauf reagieren, das heißt entsprechend Antwort oder Feedback geben. Hier wird nun der Empfänger zum Sender und der Kommunikationskreislauf beginnt von vorne. Der Sender kann nun aus dem Feedback des Empfängers schließen, wie die Nachricht von ihm aufgenommen und verstanden wurde. Auch wenn der Empfänger auf die Nachricht des Senders zum Beispiel gar nicht reagiert, wird kommuniziert. Es ist also unmöglich, nicht zu kommunizieren. Oftmals kann man alleine schon durch die Mimik, Gestik und Körperhaltung der Person erkennen, wie sie die Nachricht interpretiert hat. Jede Art von Kommunikation wird irgendwie beeinflusst, auch wenn es nur eine Person ist, die an den Kommunikationspartnern vorbeiläuft. Meistens spricht man dann von sogenannten Störungen oder Einflüssen. Sie führen zum Beispiel dazu, dass die vom Sender übermittelte Nachricht anders ankommt als gewollt oder sogar gar nicht ankommt. Grund dafür können störende Geräusche im Hintergrund sein, nicht verstandener Sarkasmus oder fehlende Aufmerksamkeit. Diese Einflüsse können zu Missverständnissen führen und sogar Konflikte auslösen. Das gilt natürlich nicht nur für das Medium Sprache. Auch in schriftlicher Form oder in Bildern kann es zu Störungen in der Kommunikation kommen. Nochmals kurz zusammengefasst. Der Kommunikationsprozess beginnt mit dem Sender, der die Nachricht kodiert. Diese Nachricht wird dann über ein Medium, zum Beispiel Sprache, übertragen und kann dabei beeinflusst werden. Der Empfänger dekodiert die Nachricht, um sie zu verstehen und gibt dann Feedback an den Sender zurück. Dadurch wird der Kommunikationskreislauf geschlossen und die Nachricht wird bestenfalls korrekt und ohne Beeinflussung empfangen und verstanden.